Der erste Stein, den ich aufgeschnitten habe, war ein ovaler Stein wie ein Ei. Und es stellte sich mir die Frage, ob sich eine Druse in diesem Stein befindet. Das heißt, ein kristallin ausgebildeter Hohlraum. Dann habe ich diesen Stein aufgeschnitten, damit ich hineinschauen kann. Und nachdem ich dann wusste, wie es drinnen aussieht, habe ich mir überlegt, was mache ich mit diesem Stein jetzt? Ich habe das Geheimnis für mich ja gelöst. Und dann habe ich beschlossen, ich poliere diese Schnittstellen und setze ihn wieder zusammen, aber so, dass man nur einen ganz kleinen Einblick in das Innere bekommt, ohne daraus zu erfahren, ob es sich um eine Druse handelt oder nicht. Und es ist die Spannung dieses Inneren und des Äußeren. Ein Stein, den ich aufschneide und poliere, sieht innen drin anders aus wie das Äußere, wenn ich ihn irgendwo finde. Und für mich hat das Parallelen natürlich auch zum Menschen zu tun. Wenn ich Menschen kennenlerne, dann schaue ich sie an, ich sehe ihr Äußeres. Ich mache mir ein Bild, manchmal mache ich mir auch ein Vorurteil aufgrund des Äußeren. Und wenn ich jemanden dann etwas kennenlerne oder besser kennenlerne, dann entdecke ich ja eigentlich den eigentlichen Menschen, das Wesen des Menschen, das ich über das Äußere ja nicht wahrnehmen kann. Die Kunst beginnt im Kopf. Das ist bei mir in dem Fall, dass ich wirklich, bevor ich ins Handwerkliche gehe, bevor ich das umsetze, muss ich vorher ganz genau wissen, was ich will. Das heißt, die Auseinandersetzung mit dem Thema, das ich habe, die findet im Kopf statt. Ich denke viel darüber nach. Ich überlege viel, wie soll es aussehen, wie soll es letztendlich dann nach der Fertigstellung dastehen. Ich muss mir überlegen, wie komme ich dahin, wenn ich etwas mache. Manchmal sind es auch ganz einfache technische Probleme, die zu überlegen sind und die ich dann lösen muss, zum Teil aufgrund der Erfahrung. Aber im Grunde genommen entsteht das Kunstwerk erstmal bei mir im Kopf. Der Unterschied zwischen Buch und Stein ist natürlich, dass das Buch hat einen Titel. Und dieser Titel gibt ja einen Inhalt vor, ob ich den jetzt weiß oder nicht, ob ich das Buch gelesen habe oder nicht. Ich habe sofort irgendwie einen Gedanken, um was sich das handeln soll, um was es in diesem Buch geht. Und das ist etwas, was ich von der Bearbeitung nicht trennen kann. Also wenn ich ein Buch bearbeite, spielt der Titel automatisch eine Rolle, wie ich mit dem Buch umgehe. Und beim Stein bin ich ja völlig frei. Ein Stein hat eine Form, die kann ich verändern, er hat eine Farbe, die kann ich nicht verändern, aber ich kann ganz viel mit ihm machen, ohne dass ich auf irgendwelches Inhaltliches eingehen muss. Ich habe damals, als ich mit diesen Buchobjekten gearbeitet, fielen mir auch 3 Bibeln in die Hände. Und das fand ich eigentlich ein sehr spezielles, spannendes Thema als ehemaliger Katholik. Und hatte mir gedacht, ich möchte eigentlich gern mal nur eine ganze Serie mit Objekten aus Bibeln machen. Und habe mich dann wirklich auf dieses Thema, könnte man sagen, gestürzt und mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt. Und es entstanden inzwischen über 150 von diesen Bibelobjekten. Natürlich habe ich, wenn ich ein Werk beginne, immer eine Vorstellung, eine Idee, die mich beschäftigt und die ich irgendwo in dieser Arbeit ja dann auch realisieren will. Aber es ist gar nicht so wichtig, was ich will, sondern mir ist wichtig, dass die Menschen sich darauf einlassen. Und ich denke, dass jeder irgendwo, wenn er sich darauf einlässt, einen Zugang findet. Jeder Mensch natürlich nach seiner eigenen Geschichte, jeder hat einen eigenen Hintergrund, hat eigene Erfahrungen, eigene Erlebnisse, die damit einfließen. Bei den Bibelobjekten gibt es Bibelobjekte, die ganz konkrete Themen haben, ganz konkrete Anlässe. Aber wenn man das nicht weiß, dann schaut man das ja nochmal anders an. Und ich denke schon, dass man da einen Zugang finden kann, wenn man offen genug ist dafür. Kunst ist für mich etwas sehr Elementares. Also natürlich die Kunst, die ich selber mache, die mich ja antreibt, die mich mein ganzes Leben lang jetzt schon begleitet, die mir die Möglichkeit gibt, mich auszudrücken, etwas zu machen und auch die Freude, etwas zu schaffen, das anderen wiederum Freude bereitet. Ich meine, das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn Menschen sich dazu entschließen, von mir ein Kunstwerk zu kaufen. Das ist wirklich eine Bestätigung, eine große Freude. Das ist ein Luxus, weil nur wenige Künstler wirklich von der Kunst leben können. Und ich weiß das auch, ich weiß das sehr zu schätzen. Aber ich muss auch sagen, dass es immer ein Auf und Ab auch so im Hinterkopf dann plötzlich habe, dass mein Vater gesagt hat, studiere Medizin, dann hast du gutes Einkommen.
Das habe ich halt leider nicht. Und trotzdem genieße ich diese Freiheit, die ich als Künstler habe.